Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von Auto Impression und in diesem Video werde ich euch das Freelite von MSR vorstellen. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Neben mir steht das MSR Freelite 2 in der dritten Version und anhand dessen werde ich euch die Freelite-Reihe einmal genauer vorstellen. MSR oder Mountain Safety Research hat mit der Freelite-Reihe ein wirklich leichtes und kompaktes Zelt geschaffen, bei dem man aber trotzdem auf nichts Wichtiges verzichten muss. Das halb freistehende Zelt, halb freistehend, weil man mindestens 2 Heringe benutzen muss, dass es steht, haben wir uns vor allen Dingen für die warme Jahreszeit und um Gewicht zu sparen zugelegt. Und hierfür eignet es sich wirklich hervorragend. Das Zelt gibt es in Grün, so wie es hier steht, und in Sandfarben. Beide Varianten sind in der Natur trotz der roten Akzente sehr gut getarnt. Schauen wir uns das Zelt erst einmal genauer an und danach werde ich euch noch erklären, wo die Unterschiede zu den anderen Varianten liegen. So sieht das MSR Freelite 2 verpackt aus, wirklich sehr, sehr klein. So wie hier drauf steht, das Minimalgewicht sind 910 Gramm, danach sollte man allerdings nicht gehen, weil meistens hat man ja eher alles mit dabei. Das Maximalgewicht sind 1060 Gramm, was immer noch sehr, sehr wenig ist für ein 2-Personen-Zelt und man muss sagen, es ist auch wirklich leicht und vom Packmaß her auch kompakt. In dem Sack sind die Heringe, die Zeltstangen, was noch mit drin ist allerdings optional, gehört nicht direkt mit zum Zelt dazu. Das ist der Footprint. MSR hat hier Universal-Footprints. Wir haben hier 2 Personen Regular, das passt perfekt zu diesem Zelt. Wir verlinken euch unten auch immer direkt zum Zelt, je nach Größe, die ihr auswählt, den dazu passenden Footprint. Den Footprint würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir nutzen für all unsere Zelte immer einen Footprint, weil es einfach die Lebensdauer erhöht. Beim MSR Freelite würde ich ihn aber definitiv nehmen, denn das ist vom Material am Boden sehr, sehr dünn. Und hier würde, glaube ich, schon ein kleiner scharfer Stein oder ein Ast reichen, um ein Loch oder eine Beschädigung zu erzeugen. Deswegen Footprint definitiv empfehlenswert. Den breiten wir natürlich auch als erstes aus. Der ist nochmal selbst, wie man sieht, in einer eigenen Tasche hier drin, die man sich aus meiner Sicht hätte sparen können. Das Gewicht braucht es nicht, weil ich packe den Footprint ja eh immer mit in den Beutel rein. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich den nach dem Video abschneiden werde, weil den braucht es wirklich nicht. Dann kommt das Zelt selber, was hier noch drin ist, bestehend aus dem Oberzelt und dem Innenzelt. Das braucht man als erstes. Und hier wird einem vielleicht auch schon klar, was tatsächlich aus unserer Sicht zumindest die größte Schwäche des Zeltes ist. Ich sage aber jetzt schon mal, die kann man umgehen, das zeige ich euch gleich. Aber wenn man es so aufbaut, wie es vorgesehen ist, dann baut man erst das Innenzelt auf. Und wenn ich mir vorstelle, es würde jetzt regnen, dann wird dieses nass. Ja. Aber wie gesagt, dafür gibt es einen kleinen Trick, den zeige ich euch nachher noch. Dann kommt natürlich als nächstes das Gestänge. Ebenfalls minimalistisch gehalten ist. Es besteht aus 2 Teilen im Grunde genommen. Das ist das eine. Wie man es gewohnt ist von den meisten Zelten, baut sich das schon zur Hälfte selbst auf. Wir haben hier eine lange Seite und 2 kurze. Die lange hier hin, die hier einhaken. Footprint auch schon mal dran. Hier sind solche Metallösen. Da kommt das Ganze einfach einmal rein. Zack, hält so. Und hier ist natürlich ebenfalls nochmal eine Öse. Und wenn man die jetzt hier festhält und das Ganze so aufstellt, dann stellt sich dadurch das Gestänge auf. Und spätestens hier sieht man, warum es eben nur ein halb freistehendes Zelt ist. Die beiden werden nicht vom Gestänge gehalten. Das heißt, mindestens hier bräuchte man dann später Heringe. Die werden ganz normal eingeklippt. Die andere Stange, die kommt hier zum Einsatz. Und zwar sind hier oben dann auch nochmal 2 so Ösen. Einmal oben drüber. Zweimal. Damit zack, zack. Hier sind auch nochmal 2 Haken. So.
Und so wie jetzt hier der Wind reinbläst, sieht man auch sofort, die Heringe machen Sinn, die als erstes zu nehmen. Mit dabei sind diese kleinen Heringe hier, die trotz der Tatsache, dass sie eben sehr dünn und klein sind, sehr, sehr gut halten. Es ist aber so, dass im Lieferumfang nicht so viele Heringe mit dabei sind, dass man wirklich jeden Abspannpunkt nutzen kann. Das Zelt steht trotzdem und das steht auch stabil. Wir wollten aber wirklich alle Abspannpunkte nutzen können, deswegen haben wir uns noch zusätzlich von MSR die Mini Groundhogs geholt, die auch tatsächlich noch mal ein bisschen besser halten, einfach aufgrund ihrer Struktur. Die können wir definitiv auch empfehlen. Sie sind aber, wie gesagt, nicht notwendig, um das Zelt aufzubauen. Und mir fällt jetzt zum Beispiel auf, während ich das Zelt aufbaue, dass ich hier ein bisschen zu nah dran bin. Das lässt sich aber auch wirklich leicht korrigieren. Wenn man jetzt zu zweit wäre, wäre es sogar noch einfacher. Packt jeder an einer Seite an. Und dann kann man das wirklich auch noch mal schnell ein bisschen woanders hinschieben. Dann kommen die Heringe. Einer auf der Seite, der kann erstmal irgendwie rein. Immer direkt den Footprint mit reinnehmen. Hier kann dann auch das erste Mal schon ein bisschen das Zelt auf Spannung gebracht werden. Schlaufe und Footprint. Die beiden Heringe hier sind optional, wobei sie sich schon empfehlen. Wie gesagt, die beiden hier drüben braucht man, dass das Zelt steht. So könnte man es jetzt theoretisch auch schon nutzen, einfach nur rein als Moskitonetz. Finde ich auch einen großen Vorteil, wenn man weiß, das Wetter nachts soll gut sein. Warum nicht mal mit Blick auf den Sternenhimmel schlafen? Aber wir wollen ja das ganze Zelt zeigen, deswegen kommt jetzt tatsächlich auch noch das Überzelt rüber. Das möchte ich gerade einmal von unten zeigen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser, weil hier sind auch noch einige Befestigungspunkte. Hier sind zwei so Ösen, das ist jetzt genau die Mitte des Zeltes. Die kommen nämlich dann gleich oben an die Stange dran und es macht auch tatsächlich Sinn, damit anzufangen. Das heißt, ich nehme mir erstmal das Oberzelt und richte so aus, dass es passt. Schon mal grob drüber gelegt. Und dann hat man, wie gesagt, hier diese Befestigungspunkte. Einmal. Auch hier ist ein bisschen Spannung drauf. Zack. Dieses Benzel. Einmal drum. Oh, simpler Klett. Dann kommt hier nochmal Klett. Einfach an die Stange. Ich mache die immer unterhalb von diesem Befestigungspunkt hier und hier natürlich genauso. Wenn man das soweit hat, dann hat man hier ebenfalls nochmal diese Befestigungsschlaufen und die kommen jetzt auch einfach hier unten drunter, können gleich noch nachgespannt werden. Das gleiche natürlich auch hier drüben, auch einmal unten drunter. Zack. Hier ist es auch eine simple Schlaufe. Mit einem Hering. Hier drüben genauso. Die Abspannbänder haben wir immer direkt montiert am Zelt an allen Punkten. Was jetzt noch fehlt, dafür benötigt man ebenfalls nochmal Heringe, dass man das jetzt so auch wirklich vernünftig nutzen kann, ist jeweils hier. Den muss man auch nicht direkt sofort auf Spannung bringen, weil auch hier kann man hier drüber gleich noch ein bisschen nachspannen. Und natürlich auf der anderen Seite. Deswegen bin ich eben auch noch mal ein Stück hier rüber, weil die Eingänge gehen noch mal ein gutes Stückchen raus. So, und jetzt spannt man alles nach und nach. Theoretisch reicht das, aber ihr habt es ja selbst gerade gesehen, die Bänder hier, die kann man auch noch abspannen. Würde ich auch tatsächlich immer machen, sorgt nochmal für deutlich mehr Stabilität. Auch das mittlere Band hier ist zu empfehlen. Das ist je nachdem, wie man es einstellt, wenn man jetzt entsprechend das weiter in diese Richtung spannt, die Lüftung oder eben, wenn man es nach unten spannen würde, geschlossene Lüftung. Man sieht hier übrigens auch sehr, sehr gut, dass auch die dünnen Heringe wirklich halten. Das ist ein sehr, sehr lockerer Waldboden und trotzdem ist das kein Problem. Auch hier wird nochmal für ein bisschen Zirkulation im Zelt gesorgt. Jetzt könnte man tatsächlich noch einmal rumgehen und überall nachspannen. Mache ich jetzt mal nicht, weil es steht ja hier nur, um es euch zu zeigen. Dann gucken wir uns das Zelt tatsächlich mal von innen an. Hier ist es so, hier hinter liegt die Tür mit einem Reißverschluss, der ist geschützt durch diesen Überhang hier. Der ist hier mit Klettverschlüssen fest. Muss man sagen, es geht mit einer Hand, aber ich mache es doch immer lieber mit zwei, weil sonst klemmt man sich hier schnell mal was ein und
Das Material ist sehr dünn, da sollte man schon vorsichtig sein. Es würde aber theoretisch, wie gesagt, auch mit einer Hand gehen. Dann macht man den Eingang auf. Auch hier könnte einem eventuell direkt der zweite, ich nenne es jetzt mal kleine Nachteil des Zeltes auffallen, denn auch jetzt, wenn es regnet, hier regnet es rein und hier ist direkt das Innenzelt, worauf hier liegt. Da würde tatsächlich Wasser reinkommen. Geht aber trotzdem, wir hatten es schon, da macht man es einfach nur bis hierhin auf. Ja, ich denke mal, die meisten Outdoorer sollten einigermaßen beweglich sein und dann klettert man von unten rein. Funktioniert auch, aber man hätte den Reißverschluss von der Position vielleicht etwas anders wählen können. Die Tür, wenn man sie dauerhaft offen lassen möchte, kann man sie hier befestigen. Das ist eine kleine Schlaufe. So, haben wir uns ein bisschen aufgeräumter. Das ist tatsächlich, finde ich, sehr gut gelöst mit diesen 2 Reißverschlüssen. Sorgt das nämlich immer dafür, dass die sich genau hier an dieser Stelle treffen und auch nachts im Dunkeln weiß man, wo man hinpacken muss, um das zu öffnen. Und auch dieses kann man entsprechend hier dann einmal festmachen. Ich gehe mal rein, dass ihr vielleicht ein Verhältnis habt, wie groß das ist. Die Maße des Innenzelts sind 1,27 m mal 2,13 m. Wir haben hier tatsächlich schon mit unserer Doppel-Isomatte drin geschlafen, welche sogar 1,30 m breit ist und trotzdem hat es noch gepasst. Es hat dann nur das Zelt hier ein bisschen auseinandergedrückt, aber das ging. Und wir haben hier eine Höhe von 1 Meter. Ich kann hier richtig drin sitzen. Man kann sogar nebeneinander hier noch drin sitzen oder gegenüber, zum Beispiel wenn man sich umziehen will oder noch ein bisschen Zeit im Zelt verbringen möchte. Trotzdem ist es wie bei eigentlich allen Trekkingzelten so, dass eine 2-Personen-Variante auch nur genug Platz bietet für 2 Personen, die sich sehr gern haben. Sollte man Gepäck mit ins Zelt nehmen wollen oder eben nicht mit dem Mitreisenden auf Tuchfüllung gehen, würde ich empfehlen, eine Nummer größer zu nehmen. Was allerdings trotzdem gut funktioniert, ist das Thema Gepäck. Man sieht hier drüben wirklich, dass hier ordentlich Platz ist. Ja, also hier kann man einen Rucksack hinstellen, Taschen und das gleiche ist halt eben nochmal auf der anderen Seite, denn auch hier hätten wir wieder eine Tür, durch die man nach draußen kann. Ja, und auch hier ist eben entsprechend nochmal ordentlich Platz, um Gepäck zu lagern. Ja, also wir haben es auch tatsächlich so gemacht, wir lagen wie gesagt zu zweit hier drin und dann haben wir unsere Rucksäcke entsprechend jeder eine auf eine Seite dort gelagert. Das mit den 2 Eingängen finden wir auch sehr, sehr gut, weil es ist sehr praktisch. Wenn ich nachts raus muss, ja, muss ich nicht über die Christine drüber klettern, wechsle eventuell nicht, wenn ich raus muss. Man kann auch mal ein bisschen mehr für Zirkulation sorgen. Wenn ich das jetzt hier zumache, zieht auch richtig der Wind durch. Ich mache mal wieder hier das Netz zu. Dann gibt es noch Details hier drinnen im Zelt, die ich euch gerne zeigen möchte. Wir haben hier oben eine Tasche, hier unten mit einem Loch. Der Gedanke ist, dass man hier zum Beispiel eine Powerbank reinlegen kann und das Kabel hier unten rauskommen lassen kann. Mehrere Schlaufen hier oben, hier und hier oben ebenfalls und genauso auch nochmal eine zweite Tasche. Also Verstaumöglichkeiten gibt es. Dann hier ebenfalls auch wieder mit diesem Loch fürs Kabel und auf der anderen Seite. Insgesamt ist es auch so, wenn man hier zu zweit drin liegt, dass man noch ein bisschen Platz an den Füßen hat, wo man noch ein paar Sachen lagern kann. Aber wie gesagt, einem muss klar sein, der Großteil des Equipments, wenn man das Zelt wirklich zu zweit nutzen möchte, der wird entsprechend in den beiden Vorzelten gelagert, welche meiner Ansicht nach von der Größe her auch noch gerade eben zum Kochen reichen würden. Die Wassersäule von Überzelt und Boden beträgt jeweils 1200 mm, was bei allem, was ich bisher über Zelte gelernt habe, sich erstmal wenig anhört. Aber trotzdem, wir durften bereits einige Nächte bei Starkregen und Sturm darunter verbringen und es hat dicht gehalten. Das könnt ihr euch zum Beispiel in unserem Video zu einer Wanderung in den Dolomiten angucken. Dieses verlinken wir euch hier oben. Auch die Sturmfestigkeit durften wir in den eben erwähnten Situationen testen. Durch die gute Durchlüftung zieht es im Zelt zwar etwas mehr, als wir es zum Beispiel von unserem Lightrack gewohnt sind, aber das Zelt steht sehr stabil und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase haben wir uns da drin sicher gefühlt. Der Trick zum Aufbau bei Regen ist eigentlich sehr leicht erklärt. Ich möchte an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass ich den von einem anderen YouTuber kopiert habe, bevor mir hier Ideendiebstahl vorgeworfen wird. Dafür muss man sich 3 Schnüre nehmen. Es reichen ganz einfache Schnüre, das ist ein einfaches Bändchen aus dem Baumarkt und muss einmal im komplett zusammengebauten Zustand entsprechend die Schnüre von der Länge anpassen und verbindet dann diese Punkte hier miteinander und dann steht das Gerüst
nämlich auch ohne das Zelt. Und jetzt könnte man halt eben hergehen und das Überzelt einfach drüber werfen, festmachen an den einzelnen Punkten und dann von innen das Innenzelt aufbauen. Das ist zwar ein bisschen umständlich, funktioniert aber, und wenn es wirklich stark regnet, ist das definitiv auch eine gute Lösung. Diese 3 Benzel, die haben wir immer einfach sicherheitshalber in dem Packsack mit drin, und wenn es mal wirklich heftig regnet, dann benutzt man die ansonsten nicht. Wie gesagt, man muss es nur einmal vorher im aufgebauten Zustand vorbereiten, dass man auch wirklich die richtige Länge von den Benzeln hat, und dann funktioniert das sehr gut. Die Unterschiede zu den anderen Varianten sind eigentlich sehr leicht erklärt. Die einzige, die sich essentiell unterscheidet, ist die Ein-Personen-Variante, denn diese hat nur einen Eingang auf der einen Seite. Aber wenn man alleine unterwegs ist, sollte einem dieser auch reichen. Ansonsten unterscheiden sich die Zelte nur im Packmaß und in der Größe und dadurch dann natürlich auch im Gewicht. Um euch jetzt nicht hier mit einer Aufzählung technischer Daten zu langweilen, blende ich diese nun einmal ein, und wen sie interessieren, der kann das Video hier an dieser Stelle pausieren. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das Zelt hat ein sehr geringes Gewicht, ist leicht auf- und abzubauen, wetter- und sturmfest, hat 2 Eingänge, wodurch es sehr leicht zugänglich ist. In den Apsiden hat es genug Platz für Gepäck und es ist sehr gut durchlüftet. Als Nachteile sind die Position der Eingänge zu nennen. Wie gesagt, wenn man sie bei Regen komplett öffnet, dann kommt Wasser ins Zeltinnere, und genauso eben auch beim Aufbau. Wenn man nicht den eben gezeigten Trick anwendet, dann kommt auch hier bei Regen Wasser ins Innenzelt. Mein Fazit: Trotz der beiden eben genannten Nachteile, wer auf der Suche nach einem leichten Zelt für den Sommer ist, der ist mit dem Freelite wirklich sehr gut beraten und auch für den Frühling und Herbst gut ausgestattet. Den Kaufpreis war uns das Zelt auf jeden Fall wert, und wir würden es wieder kaufen. Links zu den Zelten, den Footprints und den Heringen packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr etwas darüber kauft, kriegen wir eine kleine Provision und ihr würdet uns damit sehr unterstützen. Zahlt aber selbst keinen Cent mehr. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Support. Ebenfalls unten in die Videobeschreibung packen wir euch einen Link zur Seite des Herstellers. Hier kann man nämlich nochmal sehr gut die technischen Daten miteinander vergleichen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr noch offene Fragen, Ergänzungen oder Anregungen habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht dies auch unbedingt. Dann verpasst ihr keine neue Produktvorstellung und auch keins unserer spannenden Abenteuer. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich wünsche euch viel Freude bei euren Abenteuern, sage vielen lieben Dank, dass ihr diesmal mit dabei wart, und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Macht's gut, Leute!